Herzlich willkommen in der John Dewey Abendschule. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Mein Name ist Anja Besant, ich bin die Direktorin der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie und ich präsentiere Ihnen heute zum ersten Mal die Aktualisierung eines Abendschulstücks. Wir wollen uns heute erneut mit dem Verhältnis von Jugend und Politik beschäftigen. Und weil sich dieses Verhältnis immer mal wieder verändert, haben wir uns entschlossen, das bestehende Stück, das fast schon 4 Jahre alt ist, durch ein neues zu ersetzen. Denn auch und gerade in der politischen Bildung ist es wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Mitdenken. In der politischen Bildung geht es um die Vermittlung politischer Urteils- und Handlungsfähigkeit. Es geht um die Stärkung von demokratischen Kompetenzen als Voraussetzung für das erfolgreiche Zusammenleben der Menschen in der Demokratie. Und weil das so ist, richten sich Angebote zur politischen Bildung nicht selten an junge Menschen. Denn wie John Dewey einmal gesagt hat, Demokratie muss in jeder Generation neu geboren werden und Bildung ist dabei die Hebamme. Natürlich gibt es auch Angebote zur politischen Bildung für Erwachsene, ja sogar für Senioren. Aber junge Menschen sind für die politische Bildung von besonderem Interesse. Deshalb wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wie sich das Verhältnis junger Menschen zur Politik überhaupt beschreiben lässt. Denn erst auf der Grundlage der differenzierten Beschreibung dieser Frage lassen sich sinnvoll Bildungsprozesse gestalten. Wir werden uns also in diesem Stück mit der Frage beschäftigen, ob und in welcher Weise sich junge Menschen für Politik und politische Fragen interessieren, wie sich ihr Verhältnis zur Demokratie beschreiben lässt, welche Werte sie wichtig finden, welche Fragen sie an die Gesellschaft haben, was ihnen Angst macht und für was sie sich engagieren. Mehr als in jedem anderen Stück der Abendschule werden wir uns dabei mit empirischen Studien beschäftigen. Und weil das so ist, werden wir in diesem Stück versuchen, exemplarisch sichtbar zu machen, wie eine politikdidaktisch sinnvolle Auseinandersetzung mit empirischen Befunden aussehen kann. Welche Fragen stellen sich im Hinblick auf Daten der politischen Jugend oder allgemeiner der politischen Kulturforschung? Wie kann man diesen Fragen nachgehen und an welcher Stelle ist eigentlich Vorsicht geboten? Es geht uns heute also um Jugend und Politik und gleichzeitig um die Frage, wie man überhaupt sinnvoll über dieses Verhältnis sprechen kann. Und weil das nicht so einfach ist, will ich gleich zu Beginn noch etwas über meine spezifische Haltung zu dieser Fragestellung sichtbar machen. Vorgestellt habe ich mich ja schon. Sie wissen, mein Name ist Anja Besant und ich bin die Direktorin der John Dewey Forschungsstelle. Im Hinblick auf unsere heutige Fragestellung ist es aber, glaube ich, nicht ganz unrelevant zu erwähnen, dass ich im Jahr 1971 geboren bin und damit meine Jugendphase in den 1980ern und 90ern in Westdeutschland erlebt habe. 1989 war ich 18 Jahre alt. Wenn man mich einem der bekannten Generationslabel zuordnen möchte, stehe ich damit zwischen den Boomern, die in manchen Darstellungen ja auch bis 1969 oder 70 terminiert werden, und der Generation X. Als ich so 17, 18 war, nannte man uns allerdings No Future Kids. Wir wuchsen im Kalten Krieg auf, hatten keine Aussichten auf Arbeitsplätze, weil die Boomer vor uns ja da schon alles verstopft hatten. Der Wald starb und im Osten war gerade ein Atomkraftwerk explodiert. Erst mit dem Mauerfall wurden die Aussichten etwas rosiger, zumindest für uns in Westdeutschland. Der politische Mainstream war eher links. Natürlich gab es in den 1990ern Auseinandersetzungen mit Neonazis. Auch ich hatte Mitschüler in meiner Klasse, die mit rechten Gedanken sympathisierten. Aber die meisten jungen Menschen tickten eher links. Wir kämpften gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen, mehr Umweltschutz und gegen Atomenergie. Damit unterschieden wir uns auch von unseren Eltern, die politisch oft eher konservativ orientiert waren. Meine Eltern sind beide vor oder um 1940 herum geboren und gehören damit noch in die Silent Generation.
Sie waren Kleinkinder während des Krieges, aber auch sie waren politisch betrachtet sehr still. An ihnen konnte man sich nicht orientieren. Da mussten wir unsere eigenen Wege finden. Politisches Engagement war damit ein guter Weg, sich aus dem Elternhaus herauszulösen. Wenn es möglich war, hat man zum Studieren das Elternhaus weit hinter sich gelassen und, da es ja noch keine Handys gab, mit Verweis auf teure Telefongebühren maximal noch einmal im Monat zu Hause angerufen. So bin ich aufgewachsen. Das prägt meine Wahrnehmung. Junge Menschen stehen für mich für Erneuerung, frischen Wind, Aufbruch. Sie sind rebellisch. Das kann für die Älteren anstrengend sein, aber die Jungen haben dafür gute Gründe. Denn so wie es war, kann es nicht bleiben. Wir brauchen junge Menschen, um als Gesellschaft aus verkrusteten Strukturen herauszufinden. Wenn Menschen über 50 deshalb pauschal über die Jugend schimpfen, sie für dumm, faul oder was auch immer halten, dann disqualifizieren sich diese älteren Menschen aus meiner Sicht. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Ich erzähle das, weil ich es nie für möglich gehalten hätte, dass ich über 50 auch mit dem Schimpfen anfange. Ich orientiere mich an Jüngeren. Ich brauche sie, damit ich den Bezug zur Gegenwart nicht verliere. Und das ist mir wichtig, wirklich. Ich bin Sozialwissenschaftlerin. Wenn ich den Bezug zur Gegenwart verliere, kann ich in Rente gehen. Aber ich ertappe mich dabei, dass ich auch die ein oder andere Eigenschaft der Gen Z in den Blick bekomme, die ich nicht verstehe, die ich als gefährlichen Verlust empfinde und die mir neutral gesprochen Mühe macht. Ich erzähle Ihnen das, damit Sie mir helfen können, in meinem Verständnis weiterzukommen. Aber auch, damit die Grenzen dessen, was ich Ihnen plausibel erklären kann, sichtbar und damit überwindbar werden. Okay, das war jetzt eine ziemlich lange Vorrede. Jetzt fangen wir aber wirklich an. Es geht uns heute um das Verhältnis von jungen Menschen zu Politik. Und immer wenn wir über dieses Verhältnis sprechen, dann sprechen wir in der politischen Bildung über eine bestimmte Studie, die Shell-Studie. Die Shell-Studie erscheint regelmäßig und liefert damit sehr wichtige Daten, die uns einen Längsschnitt auf das Verhältnis junger Menschen zu Politik und Gesellschaft ermöglichen. Ich bin seit 20 Jahren Professorin für die Didaktik der politischen Bildung. Seit 20 Jahren zeige ich in diesem Zusammenhang deshalb als erstes diese Grafik. Was man hier sehen kann, ist, wie junge Menschen zwischen 15 und 24 die Frage beantworten, ob sie sich für Politik interessieren. Seit ich diese Grafik zeige, hat sich einiges verändert. Zu Beginn meiner Tätigkeit schienen die Zahlen scheinbar auf dem Tiefpunkt. Nur ein gutes Drittel der befragten Jugendlichen, wenn man sie überhaupt so nennen möchte, gaben an, sich für Politik zu interessieren. Das war aus der Perspektive der politischen Bildung natürlich ein Problem. Wir sollten schließlich Angebote zur politischen Bildung machen, aber wie geht das, wenn der Gegenstand, für den man zuständig ist, scheinbar keinen interessiert? Politikverdrossenheit war das Stichwort dieser Tage. Mit meinen Studierenden habe ich dann immer an der Frage gearbeitet, was das eigentlich heißt, wenn junge Menschen sagen, dass sie sich nicht für Politik interessieren. Wie verstehen die denn diese Frage? Was ist für sie eigentlich Politik? Ist Politik das, was PolitikerInnen machen? Das, was in politischen Institutionen passiert? Und interessieren die sich wirklich nicht für Politik oder erkennen sie nur nicht, dass ihre Interessen an Fragen sozialer Gerechtigkeit, Natur- und Umweltschutz, you name it, auch etwas mit Politik zu tun haben? Jetzt ist das scheinbar besser geworden. Über die Hälfte der jungen Menschen gibt an, sich durchaus für Politik zu interessieren. Woran liegt das? Spekulieren Sie doch mal. Und was glauben Sie, wie geht das weiter? Wie wird diese Grafik in 15 Jahren aussehen? Und von was hängt das ab? Ist es eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass die Werte hier besser werden?
Denken Sie, politische Bildung ist heute einfacher, weil das Interesse sich verbessert hat? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Auch wenn sie hier digital gestellt werden und ich also keine direkte Antwort erhalten kann, sind das keine rhetorischen Fragen. Denken Sie bitte kurz mal darüber nach. Aber okay, nehmen wir einfach mal an, Sie finden es erstmal erfreulich, dass das Interesse an Politik sich in jüngster Zeit etwas verbessert hat, weil es für den Bildungsbereich erst einmal grundsätzlich gut ist, wenn sich die Menschen, mit denen wir arbeiten, für den Gegenstand Politik interessieren. Wovon hängt dieses Interesse ab? Denn nur durch die Beantwortung dieser Frage bekommen wir Instrumente in die Hand, wie wir Interesse in Bildungsprozessen auch fördern können. In diesem Zusammenhang zeige ich dann immer gern diese Grafik. Wir sehen hier eine Multivariantenanalyse zum politischen Interesse. Betrachtet wird zum einen das Geschlecht, aber auch Alter und Statuspassagen. Aber schauen wir uns das mal in Ruhe an. Zuerst vielleicht einmal die Kategorie Geschlecht. Was wir hier sehen, ist, dass junge Männer deutlich eher bereit sind, politisches Interesse zuzugeben, als junge Frauen. Obwohl sich dieser Faktor in jüngster Zeit erstaunlich stark abzuschwächen scheint. Wir sehen aber auch, dass Bildungsgänge, denn das ist es, was unter Statuspassagen verstanden wird, in diesem Zusammenhang schon auch eine Rolle spielen. Schülerinnen an Nicht-Gymnasien, schöner Euphemismus, haben deutlich weniger Interesse, scheinbar, als junge Menschen an Gymnasien oder Studierende. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen. Wenn Sie sich hier den Unterschied zwischen GymnasiastInnen und Studierenden anschauen und dann einmal einen Blick werfen auf Nicht-Gymnasiastinnen und Auszubildende, sehen Sie eigentlich ähnliche Zuwächse. Aus meiner Sicht heißt das, dass wir es hier weniger mit einem Bildungseffekt zu tun haben, als wir vielleicht auf den ersten Blick glauben. Was wir hier sehen, sind Alterseffekte. Politisches Interesse wächst mit dem Lebensalter, scheinbar. Und wie gehen wir mit den Differenzen um, die sich im Hinblick auf Geschlecht ergeben haben? Brauchen junge Frauen eine andere politische Bildung als junge Männer? Und wie sähe die dann sinnvollerweise aus? Ich hoffe, Sie hören die leichte Ironie aus meiner Stimme. Aber ich will es noch einmal deutlich sagen. Was wir hier sehen, wenn wir auf diese Zahlen schauen, ist nicht das politische Interesse von jungen Menschen, sondern die Bereitschaft, auf die Frage nach dem persönlichen politischen Interesse einzuräumen. Und das fällt Studierenden ganz offensichtlich leichter als 14-jährigen OberschülerInnen und jungen Männern ganz offensichtlich leichter als jungen Frauen, wobei sich die Sache anzugleichen scheint. Das ist wichtig festzuhalten. Okay, wenn das aber so ist, wenn wir nur sehr bedingt von diesen Zahlen auf das wirkliche Interesse junger Menschen an politischen und gesellschaftlichen Fragen schließen können, weil wir ja gar nicht wissen, was sie unter Politik verstehen, dann kommen wir irgendwie nicht weiter, oder? Ja, das ist das Dilemma mit Befragungsdaten. Sie müssen immer vorsichtig und zurückhaltend interpretiert werden. Und das üben wir hier ja jetzt gerade. Aber wir haben ja auch noch andere Zahlen. Wir haben zum Beispiel Zahlen aus der WählerInnen-Statistik. Das erste, was ich Ihnen da zeigen will, ist die relative Wahlbeteiligung. Die sieht man hier. Das ist eine ziemlich komplexe Abbildung. Links die blauen Balken, da sehen wir, dass die Gruppe der Wahlberechtigten unter 30 Jahre, das ist unten der tiefblaue Anteil der Säulen jeweils, seit 1987 kontinuierlich sinkt. Wir haben also relativ wenig Jungwählerinnen. Und rechts sehen wir, wenn man das so von links nach rechts liest, dass die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen relativ betrachtet, obwohl sie schon die kleinste Gruppe sind, auch noch am wenigsten
an Wahlen teilnimmt. Also dass wir da die größte Gruppe der Nichtwählerinnen in der Altersgruppe haben. Das ist natürlich tragisch für den Einfluss dieser Gruppe und führt auch dazu, dass die Parteien sich mehr und mehr an älteren Altersgruppen orientieren. Es gibt noch eine etwas bessere Abbildung. Leider ist sie nicht ganz aktuell, aber ich zeige sie Ihnen hier mal ganz kurz. Sie können den Film ja immer anhalten, wenn Sie da ein bisschen mehr Zeit brauchen, um drauf zu gucken. Das ist eine Abbildung der Bundeszentrale für politische Bildung und die geht bis 2013. Sie fängt schon 65 an. Und was wir hier sehen, ist, dass die jüngeren WählerInnengruppen, die sind immer so ein bisschen gelb bis gelb-grün, die untersten 3 Balken oder Linien sind das, relativ betrachtet am schlechtesten zu mobilisieren sind. Also obwohl das auch absolut nach den absoluten Zahlen die kleinsten Gruppen sind, nehmen die relativ betrachtet am wenigsten an Wahlen teil. Und das ist vollkommen durchgängig bei allen Bundestagswahlen so der Fall gewesen. Also auch wenn die Abbildung 2013 endet, spricht wenig dafür, dass sich das verkehrt. Also nachdem das so lange so stabil gewesen ist. Das ist natürlich tragisch. Und das passt schon zu der These, dass wir da ein gedrosseltes politisches Interesse haben. Also wenn auch die tatsächliche Partizipationsbereitschaft an so etwas wie Wahlen dann doch eher unterdurchschnittlich bleibt. Jetzt könnte man sich in diesem Zusammenhang tatsächlich ja auch mal angucken, wie tatsächlich von den Jüngeren gewählt wird. Diese Aufzeichnung stammt ja aus dem Dezember 2024. Das heißt, die Europawahl hat stattgefunden und im Bundesland Sachsen, Brandenburg und Thüringen auch Landtagswahlen. Wir sind kurz vor der vorgezogenen Bundestagswahl im Frühjahr 25. Um ein gutes Bild zu bekommen, erlauben wir uns aber trotzdem zunächst mal einen Blick zurück und betrachten die Stimmanteile der der 18 bis 24-Jährigen bei der Bundestagswahl 2021. Und da sehen wir, dass die Grünen mit 23% die stärkste Partei in dieser WählerInnengruppe ist, gefolgt von der FDP mit 21%. Dann kommt die SPD, dann erst die Union und ganz am Ende die AfD. So war das 2021 und so war das lange Zeit, dass die Jugend sozial-ökologisch gewählt hat. Aber das hat sich geändert, spätestens mit der Europawahl 2024. Jetzt ist die Union stärkste Kraft, dicht gefolgt von der AfD und dann kommen erst Grüne und SPD und FDP. Das ist bemerkenswert und war eine ziemliche Überraschung, die nach der Europawahl auch viel diskutiert worden ist. Was man hier nicht sieht, ist der Stimmenanteil der sonstigen Parteien, denn es gab noch verhältnismäßig viele Stimmen für Volt in dieser Altersgruppe. Damit konnte man es sich fast noch mal so gerade biegen und denken, das sozial-ökologische Lager ist auch ein bisschen zersplittert. Aber spätestens mit der Landtagswahl wurde es dann wirklich ganz offensichtlich. Die AfD ist mit 31% stärkste Kraft, gefolgt von der CDU mit 18%. Dann gibt es 13% Linke, 8% Grüne, 7 SPD, 2 FDP und 10 BSW, die ja das erste Mal in dieser Wahl antritt. Das ist schon bemerkenswert anders. Nun ist es ja nicht die Aufgabe politischer Bildung, sich Gedanken darüber zu machen, welche Parteien von den jungen Wählerinnen präferiert werden. Es ist aber schon besorgniserregend, wenn eine eindeutig rechtsextreme Partei, der Sächsische Landesverband ist vom Verfassungsschutz als eindeutig rechtsextreme Partei klassifiziert, bei jungen Wählerinnen so große Zustimmung erhält. Deshalb müssen wir da schon mal genauer hingucken. Wenn wir uns also mit der Frage beschäftigen, auf was sich diese Wahlentscheidung gründet, dann lohnt sich noch einmal der Blick in die Shell-Studie, die wir vorhin ja schon kennengelernt haben. Denn in dieser Studie wird auch gefragt, wovon sich Jugendliche eigentlich betroffen fühlen, vor was sie Angst haben. Das sieht man hier, und zwar für die Jahre 2015, 19 und 24. Das sind 3 Zeitpunkte der Studie.
Und zwar sowohl für die Ängste im Hinblick auf schlechte wirtschaftliche Lage oder Angst vor Armut, als auch Ängste im Hinblick auf ökologische Herausforderungen wie den Klimawandel. Und wenn man sich das anguckt, dann sehen wir, dass die Ängste im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage, die Angst vor Armut, 2024 ziemlich sprunghaft angestiegen ist, während die Angst vor dem Klimawandel stagniert oder abnimmt, je nach Bildungshintergrund auch. Und das könnte schon eine Rolle spielen in diesem Zusammenhang. Wenn man keine Angst vor dem Klimawandel hat, braucht man keine Parteien zu wählen, die dieses Problem adressieren. Warum man bei Ängsten im Hinblick auf schlechte wirtschaftliche Lage und Armut eine rechtsradikale Partei wählen sollte, bleibt aber erstmal dahingestellt. Da brauchen wir also noch mehr Anhaltspunkte. Und die finden sich auch, nämlich hier. Das ist auch sehr interessant. Also hier geht es jetzt um das Bild von Staat und Gesellschaft, auch im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des Staates und die Akzeptanz. Die Jugendlichen wurden also mit verschiedenen Ausfragen konfrontiert und gebeten, diese zu beurteilen. In einer Fünfer-Skalierung von trifft voll und ganz zu bis trifft gar nicht zu. Sie hatten aber auch noch die Möglichkeit, keine Angaben zu machen. So, wir gehen da mal jetzt ein bisschen näher dran. Eine Aussage war zum Beispiel: Deutschland bietet mir alle Möglichkeiten, meine Lebensziele zu verwirklichen. Da geht es quasi darum, das Leistungs- und Gerechtigkeitsversprechen nochmal zu überprüfen. Und da sehen wir, dass es da eine hohe Zustimmung gibt. Also da sind die Jugendlichen im Hinblick auf die Aussage ganz zuversichtlich. Es geht dann auch um solche Aussagen wie: Ich habe Vertrauen, dass wir gemeinsam als Gesellschaft eine lebenswerte Zukunft schaffen können. Das ist das Fortschrittsvertrauen, auch ganz gute Werte. Die nächste Aussage hat es ziemlich in sich. Die lautet: Vieles, was woanders selbstverständlich ist, funktioniert bei uns nicht. Das ist eine Formulierung, die quasi Staatsversagen ausdrückt. Und da sehen wir auch recht hohe Zustimmungswerte. Also viele gehen davon aus, dass der Staat dysfunktional ist. Die nächste Aussage ist auf Humanität und Mitgefühl gerichtet. Sie lautet: Ich finde es gut, dass Deutschland viele Flüchtlinge aufnimmt. Das sagen immerhin 32% trifft voll zu und 25% trifft zu. Demgegenüber stehen allerdings auch 42%, die dieser Aussage nicht zustimmen, die nicht zutreffend finden. Die nächste Aussage ist: Die meisten Maßnahmen, die vom Staat getroffen werden, bringen mir persönlich keine Vorteile. Das ist eine Aussage, die quasi Eigennutz und Verlustangst sichtbar macht. Und auch da würde ich sagen, hohe Zustimmung. 31% sagen, das trifft voll zu, 24%, das trifft überwiegend zu. Das finde ich schon ganz schön schmerzhaft. Die nächste Aussage ist: Der Staat kümmert sich mehr um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche. Das ist eine Aussage, die National- und Sozialpopulismus sichtbar macht. 30% stimmen voll zu, 18% stimmen überwiegend zu. Das ist viel, finde ich. So, und jetzt werden die Aussagen immer härter. Also eine starke Hand müsste mal wieder Ordnung in unseren Staat bringen. Das ist eine Aussage, die auf Autoritarismus zielt und auch eine starke Vereinfachung sichtbar macht. 25% stimmen voll zu, 19% sagen, das trifft überwiegend zu. Das sind zwar jetzt weniger Werte als am Anfang, aber ich finde, das ist auch noch ganz schön heftig, ja. Dann kommt: Deutschland wäre ohne die EU besser dran. Das ist eine Frage nach dem Nationalpopulismus. Da haben wir jetzt 11 voll zu, 11 überwiegend, sind 22% insgesamt. Das ist nicht ganz unerwartbar in dem Zusammenhang. Ich finde das trotzdem schmerzhaft. Und die letzte Aussage ist vielleicht die schlimmste. Die lautet: In jeder Gesellschaft gibt es Konflikte, die nur mit Gewalt ausgetragen werden können.
Also da geht es darum, die Bereitschaft nochmal abzufragen, wie die Konflikte gesellschaftlich überhaupt ausgetragen werden können. Und deshalb wird diese Aussage auch in der Sozialforschung als eine Frage nach Extremismus und Extremismusbereitschaft gewertet. Da haben wir 8% volle Zustimmung, 10% überwiegend trifft das zu, sagen die. Das ist jetzt die geringste Zustimmung in diesem Set von Aussagen, sollte uns aber auch nicht beruhigen, ne? Also wenn fast 20% einer Aussage zustimmen, die quasi Extremismus sichtbar macht. Okay, 20% Extremismus, das wissen wir auch in der Erwachsenenbevölkerung. Das ist jetzt kein Kennzeichen, wo sich die unter 24-Jährigen von der Durchschnittsbevölkerung unterscheiden. Wenn wir aber hier nochmal einen Blick zurücknehmen auf die Wahlergebnisse der Landtagswahl, dann sehen wir 31% Zustimmung zu einer extremistischen Partei. Und das heißt also, wir müssen uns nochmal mit der Frage beschäftigen, wie eigentlich diese Parteien verstanden werden, beziehungsweise welcher Partei da auch was zugeschrieben wird. Und da hilft uns nicht der Blick in die Shell-Studie, da hilft uns auch nicht der Blick in die Wahlstatistiken. Es gibt aber eine Studie, die uns da weiterhilft, und das ist die Jugendwahlstudie 24. Die Jugendwahlstudie 24 ist eine repräsentative Befragung des Instituts für Generationsforschung. Und was die ganz gut machen, ist, dass sie eben nicht nur mit standardisierten Fragebogen arbeiten, bei denen die Befragten da was ankreuzen können, sondern dass wirklich auch sehr viele qualitative Interviews geführt werden, in denen Dinge einfach erklärt werden. Und das Erste, was man da schon mal sieht, ist, dass es eine Selbstzuordnung der Jugendlichen gibt als ich bin in der Mitte. Und dass auch das Rechts-Links-Schema zur Beschreibung von politischen Parteien abgelehnt wird. Wenn man da genauer hinguckt, dann sieht das so aus. Zwischen den Polen links und rechts gibt es eine sehr, sehr breite Mitte, in dem die Jugendlichen sich im Regelfall selbst platzieren. Aber wenn man sie auffordert, auch die Parteien auf so einem Rechts-Links-Schema einzuordnen, dann sieht man, die CDU ist ganz schön weit links und AfD und BSW sind also rechts von der Mitte, aber auch immer noch in der Mitte, während Linke und Grüne quasi auf einem weit linken Spektrum eingeordnet werden. Auch das ist bemerkenswert. Und auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, habe ich gleich noch was Bemerkenswertes. Im Rahmen der Jugendwahlstudie 24 haben die nämlich noch eine schlaue Frage gestellt. Die haben die unter 24-Jährigen nämlich gefragt, was sie denken, wer die Wahl gewonnen hat, wenn man die Stimmen nur ihrer Altersgruppe auszählt. Und dabei ist Folgendes rausgekommen. Die unter 24-Jährigen denken also, dass in ihrer Altersgruppe am meisten Grün gewählt wird, am zweitmeisten Linke und auf Platz 3 sehen sie die AfD. Das ist recht weit vom tatsächlichen Wahlergebnis entfernt. Aber Achtung, bevor jetzt der ein oder die andere hämisch die Dummheit der Jugend feststellen will, das ist nicht ganz irrational. Denn so war es ja in der Vorgängerwahl. Andere Zahlen lagen ihnen ja im Prinzip auch nicht vor zu diesem Zeitpunkt. Und deshalb sollte man nicht unterschätzen, dass es möglicherweise eine mobilisierende Wirkung gegeben hat, wenn die Selbsteinschätzung ist, dass viele der eigenen Generation sowieso diese Grünen wählen, dann etwas dagegen zu halten. Das ist vor allem eine Nachricht für die WahlkämpferInnen vielleicht da draußen. Das würde nämlich heißen, dass es gerade auch in diesem Kontext wichtig ist, der Alterskohorte zu spiegeln, wie sie tatsächlich gewählt hat. Okay, aber das ist eine Detailperspektive. Ansonsten muss man schon sagen, dass sich die Polarisierung der Gesellschaft eben auch in den unter 24-Jährigen widerspiegelt. Wenn man die fragt, und auch das ist in der Jugendwahlstudie gemacht worden, vor was sie Angst haben, antworten die erstaunlicherweise auch, dass sie Angst vor Parteien haben.
65% der befragten ostdeutschen Erstwählerinnen und 74% der Westdeutschen gaben an, dass sie Angst vor der AfD haben. Aber 62% derjenigen, die auch die AfD gewählt haben, finden den Kurs der AfD richtig und wünschen sich, dass das so bleibt. Und nur 38% wünschen sich einen weniger extremen Rechtskurs. Und das ist auch wichtig, ne? Also dass die jungen Menschen, die die AfD wählen, die geben an, dass sie mit der inhaltlichen Position der Partei einverstanden sind und dass das auch die Grundlage ihrer Wahlentscheidung war. Demgegenüber auf Platz 2 geben aber auch 30% der Ostdeutschen und 25% der westdeutschen jungen Menschen an, dass sie Angst vor den Grünen haben. Die Grünen werden nämlich als extreme Partei wahrgenommen, die in das Leben der Menschen eingreifen will. Da geht dann schon auch so ein Narrativ, das ja wiederum von konkurrierenden Parteien auch verbreitet wird, auf. Und das sieht man an der Stelle. Auf Platz 3 bei der Angst vor Parteien ist BSW. 20% der befragten ostdeutschen ErstwählerInnen und 17% der Westdeutschen gaben an, Angst vor dem BSW zu haben. Vor allem betrifft das Wählerinnen linker Parteien, also die sich für Linke, Grüne oder Volt entscheiden, die nennen auch, dass sie Angst vor BSW haben. Jetzt muss ich sagen, dass ich Angst vor Parteien als was ziemlich Irritierendes empfinde. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe natürlich auch ich Angst vor extremen Parteien. Die AfD macht mir Sorgen. Ich weiß nicht, wohin uns das führt. Für die politische Bildung muss man da aber rausziehen, dass es ganz offensichtlich noch nicht klar genug ist, wie sich extremistische Positionen von nicht extremistischen, grundrechtstreuen von nicht grundrechtstreuen Positionen unterscheiden lassen. Da müssen wir wohl noch mehr Arbeit reinstecken. Okay, wir sind schon über die gängigen 30 Minuten für Abendschulstücke. Wir versuchen mal sowas wie ein Zwischenfazit. Wir haben gesehen, dass junge Menschen durchaus Ängste haben, wenn sie sich mit politischen Parteien beschäftigen. Sie können die auch nicht so gut politisch einordnen. Sie haben erhebliche Zweifel im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit von Staaten. Da wird eine nicht unerhebliche Distanz zu zentralen politischen Institutionen und Akteuren sichtbar, aber nicht unbedingt politisches Desinteresse. So haben wir ja angefangen. Und in eben dem Zusammenhang habe ich Ihnen ein paar Fragen gestellt. Auf diese Fragen würde ich jetzt gerne zurückkommen. Die erste Frage war eine Spekulationsfrage. Ich habe Sie gefragt, was Sie glauben, wie die Werte zum politischen Interesse sich Ihrer Meinung nach wohl in der Zukunft entwickeln. Das ist nicht leicht zu beantworten. Ich habe Sie aber auch gefragt, was Sie glauben, von was das abhängt. Und in diesem Zusammenhang würde ich gern Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache richten, dass wir in dieser Grafik eigentlich auch sehen, dass die Jugendlichen in Zeiten, die politisch turbulent sind und in denen wichtige Dinge passieren, wie die Wende 89/90 und die damit verbundenen politischen Gestaltungsaufgaben in den 1990er Jahren, und eben jetzt in Zeiten, in denen nicht nur die deutsche, sondern die europäische Politik in erhebliche Turbulenzen gerät, angeben, sich sehr viel stärker für Politik zu interessieren. Wahrscheinlich hängt die Angabe zum politischen Interesse also von äußeren Faktoren ab. In ruhigen Zeiten lässt das Interesse nach, in stürmischen zieht es an. Politisches Interesse wird damit so etwas wie ein Krisenindikator. Denn auch wenn wir uns in der politischen Bildung gewöhnlich über politisches Interesse freuen, heißt steigendes Interesse nicht, und damit sind wir schon bei der zweiten Frage, dass junge Menschen politische Entscheidungen, Institutionen und Akteure automatisch toll finden. Gegenwärtig wenden sich junge Menschen in nicht unerheblicher Zahl extremen Parteien und Bewegungen zu. Sie sind politisiert.
Sie entscheiden sich nicht blind. Wenn man sie fragt, sagen sie, weit überwiegend, dass sie sich mit dem Parteiprogramm der AfD beschäftigt haben und mit dem Profil und Programm dieser Partei übereinstimmen. Das tut ein bisschen weh, aber das heißt nichts anderes als, wir sollten das ernst nehmen. Im Hinblick auf die Frage 3, ob Bildungsprozesse dadurch leichter oder schwerer werden, kann ich Ihnen aus sächsischer Perspektive berichten, sie werden schwerer. Mit dem gestiegenen politischen Interesse sind nämlich auch Resistenzen entstanden, die nicht leicht zu überwinden sind. In solchen Zeiten geht es deshalb, und damit sind wir sogar schon bei Frage 4, nicht in einem schlichten Sinn darum, Interesse an Politik zu fördern, sondern Interesse und Bereitschaft, sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden zu geben. So, das soll es für dieses Stück jetzt erstmal gewesen sein. Auch wenn es noch viele interessante Aspekte zu beleuchten gegeben hätte, wollen wir den Rahmen von 30 Minuten nicht total überdehnen. Wichtig wäre es vielleicht noch gewesen, das Medienverhalten von jungen Menschen in den Blick zu nehmen, aber das machen wir in einem eigenen Stück. An dieser Stelle wollen wir nur so viel sagen. Junge Menschen sollten ernst genommen werden, sowohl im Hinblick auf ihre politischen Einstellungen als auch im Hinblick auf die Medien, die sie nutzen. Ernst nehmen heißt nicht gut finden, vielleicht sogar im Gegenteil. Ernst nehmen heißt verantwortlich machen. Sie verhalten sich, wie sie sich verhalten, nicht aus Unwissenheit oder Dummheit, sondern bewusst und aus freien Stücken. Mit einer verharmlosenden oder paternalistischen Haltung kommen wir in diesem Zusammenhang nicht weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Wir sehen uns bald wieder in einem anderen Abendschulstück. Bis dahin.